Ich freue mich sehr, dass ich Anja Graf zu Gast habe. Anja ist CEO, Founder und Chairwoman von Vision Apartments. Herzlich willkommen. Anja, schön bist du da. Danke, guten Abend. Für die wenigen da draussen, die jetzt nicht wissen, was Vision Apartments ist, kannst du das in 2-3 Sätzen beschreiben, was ihr macht? Wir sind eine Firma, die sich spezialisiert hat auf das Vermieten von Serviced Apartments. Du hast sehr früh gegründet, im 1999 bereits, und dort bist du 21 gewesen. Wenn du jetzt so zurückblickst mit der Erfahrung und dem Weg, den du gemacht hast, würdest du das nochmal machen mit 21? Ja, auf jeden Fall. Gibt es dort irgendwelche Vorkommnisse, die du gehabt hast? Also ich muss rasch den Schwank machen, wir sind heute am Women's Summit, wo du sagst, hey, wenn ich ein Mann gewesen wäre, das wäre einfacher gegangen. Ja, ich denke, wenn ich ein Mann gewesen wäre, hätte ich sicher meine Ausbildung oder hätte ich irgendeine Universität abgeschlossen, weil einfach die Zeit da gewesen wäre. Und als Frau musste ich halt das auslassen. Jetzt bist du etabliert, du hast den Weg gegangen, das auch noch zu einer anderen Zeit, wo vielleicht auch die Verhältnisse ein bisschen anders waren, was das ganze Thema Women in Business anbelangt, vielleicht auch noch nicht so thematisiert. Und es gibt da so Schlagwörter wie Female Leaders oder Female Leadership. Wie stehst du zu solchen Begrifflichkeiten, wo das Frausein so rausstreicht? Ja, ich denke, erfolgreich im Business kann ein Mann wie auch eine Frau sein. Also das ist für mich genderneutral. Und es wäre natürlich schön, wenn mehr Frauen den Schritt würden gehen, wenn wir mehr Frauen, vor allem in der Schweiz, in Führungspositionen hätten. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Absolut. Hast du, also weißt du jetzt bei dir im Unternehmen, wie das Verhältnis ist, so Frauen, Männer, prozentual? Ja, ich denke, wir haben sicher viel mehr Frauen, aber das hat auch damit zu tun, wir sind im Facility Management tätig, das heisst, wir haben sehr viele Reinigungsleute bei uns angestellt, das sind halt doch noch mehrheitlich Frauen. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen bei uns ins Office schaue, dann haben wir eher mehr Männer als Frauen, immer noch. Ist das ein Thema, das du aktiv bearbeitest, oder spielt das nicht so wirklich eine Rolle bei dir im Arbeitsalltag? Also wie das Unternehmen gestaltet ist und wie dort die Diversity sich verhält? Ja, nein, eben, wir haben nicht ein krasses Ungleichgewicht, dass wir jetzt sagen, wir haben wirklich nur 5% Frauen. Also darum, ich nehme wirklich auch dort, die Person wird angestellt, die halt am besten zur Position passt. Ob es eine Frau oder ein Mann ist, da schaut eigentlich niemand drauf. Du bist im Immobiliengeschäft tätig, wenn man das so sagen darf. Also du hast klar eine Dienstleistung, aber du investierst ja auch in Immobilien. Wann hat das angefangen und hast du da irgendwo Zurückhaltungsängste gehabt oder hast du einfach gefunden, rein, mache ich? Ja, es ist natürlich, wenn du die Immobilie kaufst, dann kannst du die von Grund auf umbauen und eben dann ist auch also der Vorteil, du hast dann auch kein Problem mit dem Gesetz, weil du hast dann auch Bewilligungen als Apartmenthaus oder als Service-Apartmenthaus. Und darum finde ich es eigentlich idealer, wenn man das Gebäude kauft, bevor man es betreibt. Aber wie gesagt, das ist kapitalintensiv, das kann halt nicht jeder und ja. Und darf ich fragen, wie du das gestartet hast? Also ich stelle mir gerade vor, der erste Kauf wird wahrscheinlich der sein, der am schwierigsten ist. Ist das so oder täusche ich mich da? Das stimmt schon. Stimmt schon. Wie hast du das dort mal angestellt? Ich meine, du bist doch noch sehr jung gewesen. Und hast du da Investoren gehabt, die dich geglaubt haben? Oder ist das schwierig gewesen? Ich weiss nicht, sind Kredite geflossen? Wie hast du das dort mal angestellt? Ja, es ist so, ich habe zuerst wirklich alles gemietet und habe schon einen beträchtlichen Umsatz gehabt. Bevor dann, muss ich sagen, das war mein Vater, der dann dazu mal gefunden hat, ja gut, dann wäre ja gut, wenn sie mal das erste Haus kaufen können. Und hat dann aber auch durch das, dass ich eigentlich schon von dem Business leben konnte, dann auch an mich geglaubt und hat dann mir 1 Million Erbvorbezug gegeben. Davor konnte ich dann die erste Liegenschaft kaufen. Und das sind die Eigenmittel von dieser Liegenschaft und da habe ich natürlich noch eine Bank gebraucht, die dann noch mit investiert hat. Und ich muss wirklich sagen, in diesem Alter und eben mit einer Business-Idee, die halt noch nicht so richtig populär war, bin ich sage und schreibe zu 10 Banken, bis man am Schluss die letzte dann zugesagt hat. Und eben das war damals Credit Suisse gewesen. Und darum bin ich dann eigentlich bis heute dankbar, auch wenn es jetzt nicht mehr gibt. 10 Banken, das zeigt aber auch, dass du einen Durchhaltewillen hast. Magst du dich noch erinnern, wie du dich gefühlt hast, wo du dann du hast ja nicht gewusst, was sie dir zusagen, wo du bei der 10. dort durchgelaufen bist, dachte, bringt es das überhaupt? Ja, wirklich. Also es ist ja nicht, also ich meine, solange du dort durchlaufst, ich habe die Absagen noch nicht, ich habe die alle in 2 Wochen dann besucht.
Ja, nein, die letzten dann später, weil wir die ersten schon abgesagt haben. Aber eben die Absagen sind dann nach schriftlich oder per Telefon gekommen. Aber ich kann mich noch gut erinnern, bei der Coop Bank, also kann ich jetzt auch sagen, ich bin brüllend rausgelaufen, weil die haben mich so fertig gemacht. Ja, aber was meinst du denn in deinem Alter? Da gibt dir irgendjemand einen Kredit, also das kannst du ja gar vergessen. Und ich bin so demotiviert gewesen, dass als ich dann von der Credit Suisse den Anruf bekommen habe, ja, kommen Sie noch mal vorbei, Frau Graf, wir wollen das noch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe dann schon fast nicht mehr daran geglaubt. Fast ein bisschen ungläubig, dass das Telefon gekommen ist. Genau. Kannst du dich erinnern, was der Ausschlag gegeben hat, dass Credit Suisse genau dich geglaubt hat? Es ist ja dann auch ein Risiko für die Bank, dass sie gesagt hat, das nehmen wir. Weißt du, an was es gelegen hat? Ich kann es nicht sagen. Wirklich nicht, aber vielleicht auch, es ist ja überall so, vielleicht auch eine gewisse Sympathie, die dann gerade da war. Oder vielleicht, doch, ich meine, ich muss schon sagen, das ist Credit Suisse Wertmühlenplatz, die sind eigentlich bekannt gewesen für Finanzierungen, also für unpopuläre Finanzierungen dazumal. Und die haben sich das dann vielleicht auch einfach leisten können. Oder? Und haben gedacht, ja, wieso nicht? Und auf die junge Frau Graf, da setzen wir jetzt drauf. Okay. Ja. Ich finde das schön, dass du dich noch an die Gefühle erinnern kannst, an den Moment. Und das ist ja doch schon ein Moment her. Bist du wieder an so einen Punkt angekommen im Verlauf deiner Karriere? Oder sagst du, das ist so ein bisschen der entscheidende Moment, wo ich dann nachher gelassener durch die Geschäftswelt gelaufen bin? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil? Da hat es erst gerade angefangen, das Abenteuer. Also irgendwann hat man dann mal meinen Architekt, also wir haben eigentlich damals das Geschäftshaus von der Securitas oder Militärschatz gekauft, das war das erste Haus gewesen. Und das haben wir umgebaut, eben in Business Apartments, wie ich schon gesagt habe. Und irgendwann kommt mein Architekt hin und sagt, ja, eben, es gibt jetzt da nochmal eine Änderung, wir brauchen nochmal 500'000. Ich so, was? Was heisst jetzt das? Wir haben doch, also KV ist ganz klar so und so, ja, da hätte es jetzt halt Änderungen gegeben. So. Ich dachte, ja, aber wie er sich denn das vorstellt? Ich kann mich noch genau erinnern, als ich ihm gesagt habe, ja, aber das kann doch nicht sein. Ich meine, wie denkst du, woher ich jetzt das Geld bringe? Dann hat er dann so Antwort gesagt, ja, ich hätte dann einfach gedacht, ich lasse dann die Hälfte vom Haus unausgebaut. Okay, auch eine Strategie. Ja. Aber eben auch dort, oder? Ich habe dann wirklich ein paar Nächte nicht mehr geschlafen. Ja. Und bin dann, habe dann der Credit Suisse angerufen. Einmal mehr. Die dann wieder vorsprechen. Und auch dort, die haben mir das Geld noch gegeben, obendrauf, oder? Okay. Und also darum, ja, ich habe dann wirklich so eine lebenslange Partnerschaft durch das aufbauen können. Lebenslange Businesspartnerschaften. Ich nehme an, also ich habe dich ein bisschen beobachtet, auch ein bisschen recherchiert, was du alles gemacht hast. Also Powerfrau, auch wenn ich den Begriff nicht so gerne nehme, aber das würde ich, glaube ich, doch noch gut beschreiben. Nichts oder nicht? Ja, doch. Also ich merke schon, ich habe wahrscheinlich mehr Energie als vielleicht der Durchschnittsbürger. Ich brauche vielleicht auch weniger Schlaf. Aber man sagt ja immer, dann stirbst du früher. Aber dann muss ich sagen, dann habe ich halt intensiv geschafft dafür. Und jetzt hast du aber so einen langen Weg und ich möchte auf die lebenslangen Beziehungen gehen. Hast du dich in dieser Zeit beraten lassen, auch auf anderer Ebene? Also jetzt nicht nur im Thema Finanzierung, sondern auch, wie gehe ich vor, was mache ich als nächsten Schritt? Brauche ich vielleicht auch mal eine Pause? Kann ich so durchpowern? Ist dir da jemand zur Seite gestanden? Nein, eigentlich nicht. Nie? Ja, also ich habe natürlich, eben im Business, wie gesagt, als ich das erste Problem mit der Überfinanzierung dann gelöst habe, ist schon das nächste gekommen, sind irgendwann mal die Steuern gekommen, oder? Und dann hast du das auch wieder lösen. Und so ist es halt weitergegangen. Du bist eigentlich immer beschäftigt, du hast gar keine Zeit, um zu sagen, jetzt brauche ich jetzt mal eine Auszeit. Ja. Das geht gar nicht, oder? Und ich sage, der schwärzeste Moment, das sind meistens Momente, wo man das Haus, Liegenschaft, und ich dann dafür geschafft habe, um es dann zu kaufen und das Geld organisiert haben, wo es dann von der Nase weggeschnappt worden ist. Das ist ein paar Mal passiert in meiner Karriere. Da bin ich so, das sind immer so Momente, wo ich gesagt habe, ich verkaufe alles. Ich habe keine Lust mehr. Das wäre dann mehr so meine Auszeit gewesen. Aber da habe ich mich dann meistens nach etwa 2 Monaten wieder erholt und habe mir dann die Meinung wieder geändert. Ja. Ich weiss nicht, ob du von heute Billy Bierling gesehen hast. Sie ist Bergsteigerin und hat erwähnt, dass 8000er, also wirklich die höchsten Berge, die es gibt, dass die Herausforderung dort ist, dass man am Summit oben
wenn man eigentlich das Ziel erreicht hat, erst in der Hälfte vom Weg ist. Und viele dann die Energie nicht mehr haben, um weiter runterzukommen. Hast du das auch schon erlebt, jetzt auf die Businesswelt umgesetzt, dass du das Gefühl hast, okay, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich dort und dann gemerkt hast, oh, jetzt brauche ich aber noch Power für den Rest vom Weg? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ich kann es jetzt vielleicht nicht gerade so beschreiben, aber bei mir sind schon ein paar Momente im Leben gewesen, wo ich mich gefühlt habe, wenn ich in einem Hamsterrad bin. Mhm. Oder musst einfach weitermachen und da trampeln, sonst irgendwie gehst du raus. Zum Glück sind die Momente dann irgendwo, haben dann auch wieder aufgehört, aber es gibt wirklich, und ich denke, jeder Unternehmer hat wahrscheinlich solche Phasen im Leben, wo er wirklich denkt, wie kann ich aus dem Hamsterrad raussteigen? Oder manchmal, ich habe mich sogar schon ertappt, wenn irgendwie gute Mitarbeiter oder langjährige Mitarbeiter gekündigt haben, bin ich fast eifersüchtig, und ich denke, ihr könnt kündigen, ich nicht. Ja. Das ist dies, das kannst du nicht loslassen. Was machst du in so einem Moment? Also hast du da vielleicht auch für junge Frauen, die dich als Vorbild nehmen, und das gibt es ganz bestimmt da draussen, einen Tipp, wie man durch so eine Phase gut durchkommt und einfach wieder ein neues Ziel wahrscheinlich sieht oder eine Vision? Ja, ich glaube, ich brauche gar nicht so ein längeres. Ich meine, es ist dann fast wie der Moment, man kommt dann heim, das Kind sagt etwas oder so, dann kommt man gerade wieder in eine ganz andere Welt und irgendwie befreit sich dann von dem. Oder eben, man muss halt schauen, also ich denke, wichtig ist, dass man grundsätzlich ein stabiles Leben hat. Dann hat man auch viel mehr Polster eben für so schlechte Momente. Oder vielleicht auch, dass man regelmäßig etwas macht, was man halt gerne macht, wo man sich wieder so ein bisschen darauf freuen kann oder wo man dann wieder ein bisschen rauskommt. Also ich höre so zwischen den Zielen, Balance ist etwas Wichtiges und dass man nicht nur ein Thema im Leben hat, sondern ein bisschen mehrere. Kann ich das so interpretieren? Ja, auf jeden Fall. Also wenn man längerfristig, denke ich, will so erfolgreich sein, dann ist das nicht einfach ein Luxus, sondern es ist absolut notwendig, dass man sich eine Balance zulegt im Leben. Herzlichen Dank, Anja, bist du da gewesen. Ja, danke dir.